What? Okay, wenn du das jetzt jedes Mal machst, dann wirst du irgendwann so hoch, dass wir dich nicht mehr hören können. Okay, danke. Selbst mit diesen Kopfhörern nicht mehr. Das nervt. Ja. Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen wieder einmal zu dem besten YouTube-Kanal hier auf der ganzen Welt und im Universum, habe ich gehört. Ich musste sie gerade absetzen, weil du hier rumgequietscht hast wie... Hör auf. Ja, bitte, sonst bist du hier nicht mehr Spezialgast. Und das geht ruckzuck. Ich schmeiß dich sofort hier raus. Hier. Da ist die Tür, ich roll dich sofort raus. Ganz schnell geht das. Da gibt es keinen Spaß. Wenn mir jemand auf die Ohren geht, dann vorbei. Okay, ich rede jetzt nur noch so mit dir. Es geht ja nicht ums Reden, sondern ein Gefieper am Anfang. Okay. So, also ich hoffe, ihr habt Danas Fiepsalarm überstanden. Und hoffe, dass ihr die Kopfhörer noch nicht aufhattet, aber jetzt dürft ihr sie aufziehen. Und ich hoffe, dass es die hier sind, damit ihr genau das gleiche Klangerlebnis habt, wie wir es nämlich hier jedes Mal haben. Es sind wirklich die Studio-Referenz-Kopfhörer auf der ganzen Welt. Und Preis-Leistung ist einfach unschlagbar. Ich sage es euch jedes Mal. Und es gibt teure, ja, aber es müssen nicht die teuren sein. Und wenn ihr was richtig Teures haben wollt, dann guckt euch die Tutorials an von Dana. Auf ihrem Kanal gibt es da nämlich was Schönes. Die sind aber gar nicht teuer. Weil ihr könnt meinen Kanal kostenlos abonnieren. Richtig, aber es ist teuer im Sinne von wertvoll. Oh, danke. Und dafür ist es dann aber eben noch for free. Und genau ihr Make-up, was ihr heute drauf hatte, hast du festgehalten. Ja. Videografisch. So, wir kommen heute endlich mal wieder, muss ich sagen, zu Dean. Instagram war so geil. Instagram war krass. Instagram war richtig krass. Also, Chapeau. Auch das Video war mega geil. Ja, auch super, super, ja, kreativ, künstlerisch, super artsy halt. Sehr, sehr geil, aber halt trotzdem irgendwie mainstreamig verpackt. Also es war jetzt nicht so ein artsy-fartsy-Shit, wo man überhaupt nicht auf den Film kommt von dem Künstler, sondern war echt auf einem sehr, sehr geilen Level. Deswegen bin ich gespannt. Ihr habt da auch geschrieben, Bonnie und Clyde sollen wir uns anhören. Ich bin wirklich gespannt. Ich auch. Telefon. Blackpool. Fängt schon direkt. Guck mal, heute gibt es nicht Shein, sondern Mitarbeiter-Energiehandel. Okay. 아직까지 깼니 오늘 너의 하루는 어땠니 아무 일도 없긴 뭐가 없어 가끔은 왜만 나를 해도 꽤 쉽지만은 나는 게 있어 I know no 다 안다고 내 앞에서 아닌 척해도 Body cry 오늘 Who cares who cares 친구 사이 alright Who cares who cares 빨리 나 Who cares who cares Do we die 너와 나의 마지막일지라도 악셀을 밟아 걱정이 못하는 자기 Das ist voll wie Dings, wie heißt der nochmal? Bryson Tiller? Ja. Aber mit noch mehr Elementen drin, so dass tatsächlich ein bisschen mehr Abwechslung drin ist und das irgendwie spannender bleibt dadurch. Mehr Gesang auch. Boah, krass viel Gesang. Ist ja nur Gesang. Ja, Bryson Tiller ist ja schon mehr Rap auch. Ja, er geht schon mehr in so in die Rap-Richtung dann auch und er singt ja wirklich komplett durch und hat eine wirklich sehr angenehme Stimme, muss ich sagen. Ja. Richtig krass. Dieses R&B-Ding drin, Wahnsinn. Richtig schön. Ich habe schon vergessen, wie er klang so seit Instagram. 누구도 날 못 알아보게 아예 소도체대로 올린 채로 Rolling Stones의 노래를 play 받았던 노래 들어봐도 이미 내 마음속에 거듭거운 얼음 소리를 어떤 노래도 못 막아 안아줄게 널 세상의 어떤 맘에 전부 등거리더라도 내게 기대도 돼 Missing you. Das ist im Hintergrund auch so ein Bam, 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 Bam. Das
Irgendwie so eine Stimme, glaube ich, die da echt irgendwie bearbeitet wurde, dass das da in den Hintergrund setzt. Und hier, Ich glaube, Bonnie und Clyde sagt er im Hintergrund. das kann sein, Ja. weil der Song heißt ja auch so. Ja. Aber nicht da, die Szene, wo er diesen schwarzen Hoodie oder diese schwarze Jacke anhat. Mhm. Weiß jemand, woher dieser Hoodie oder diese Jacke ist? Wo? Weil, nicht da? Vorher oder nachher? Weiß nicht, lass mal laufen. Ah, hier? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich sehe mal nicht, was da drauf steht, aber die sieht mega geil aus, aber safe auch wieder irgend so ein Streetwear-Label, Label. ja. Das sieht voll geil aus. Was ist das? Woher Kann man ist auch die nicht, geil kann man aus? auch nicht so richtig. Ach so, das ist eine andere Schrift. Nee, das kann man nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Aber es weiß sicher jemand Ja. und die Person kann mir das bestimmt schreiben. Danke. Aus Recherchezwecken. Schön. Geil, dass die Jaguar ausblenden mussten. Nee, wir wollen nicht mit diesem Video in Verbindung gesetzt werden. Vielen, vielen Dank. Geil. Dieser schöner Soundeffekt. Das ist voll cool. Habt ihr ihn gehört? Ja, habt ihr gehört. An was? Torno? Porno? Torno? Da sind auch im Hintergrund immer Hä? Harmonien oder Adlibs. Ja, ja, so ein ganzer So Chor. eine ganze Spur. Ja, ein ganzer Chor tatsächlich, aber da ist irgendwas, was so ein bisschen so, ja, wie verzerrt klingt. Einfach so A's sind da drin, die er singt. Aber das klingt wie eine Brass-Section, aber so eine richtig synthetische, die aber so richtig distorted ist. Auch immer der Anschlag vor allem distorted. Bram, bram. Und dann aber irgendwie so die tiefen, störenden Frequenzen rausgenommen, sodass man wirklich eigentlich nur diesen Anschlag macht. Oh, stimmt. Das war vorher auch schon. Nicht hier. Oh, ja. Weißt du, immer genau auf den Anschlag des Bass-Sounds, übrigens auch hier so ein klassisch Trap Subbass, auch immer genau, wenn der Bass nämlich anschlägt, da ist dann diese, ja, ich würde fast sagen, echt wie so eine Brass-Section, aber die ist so richtig distorted. Und hier sind dann auch so Rhodes drin, die so richtig... Oder eher eine Orgel. Hm. Ja, das ist eine Orgel, so eine... Wie man sie aus dem Gospel... aus der Gospelkirche kennt. Was passiert jetzt? Oh. Also im Hintergrund so ein bisschen Percussion irgendwie, aber so ganz daneben, so im halben Tempo läuft. Krass. Nur mit so einem Resonanz. Krass. Mit so einer Resonanzverschiebung drauf. Krasses Detail. Ja.
Hier schön mehrstimmig, ne? So diese. Tape. Okay, next können wir direkt das nächste Video und das nächste Video von dem angucken. Oh mein Gott, mega geil. Howlin' for oh krass, okay. Also Dayfly wurde auch noch sehr, sehr häufig gefragt. Ja. Dazu müssen wir auch noch kommen. Kommt ja alles auf jeden Fall irgendwann dran. Also ich finde die Nummer sehr, sehr schön. Auch wieder, ja, einfach so ein musikalisches, ein bisschen artsy Ding so. Das finde ich ja immer sehr, sehr interessant. Kann aber dann auch nachvollziehen, wenn das tatsächlich ist, es halt schon so den einen oder anderen Schritt weg vom Mainstream. Ja, das ist klar. Kann ich nachvollziehen. Ich habe aber gesehen, dass es trotzdem sehr stark geklickt ist. Ja, doch nicht. Schade. Kriegt aber von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das ist halt der Unterschied. Mainstream ist dann einfach so, wie das musikalisch dann aufgebaut ist und so wie das Arrangement dann ist. Jetzt auch gerade hier dieser Schlusspart am Ende und so, das ist... Viele verstehen das dann einfach nicht. Die finden das dann komisch und hören das dann nicht. Und so eine gewisse Eingängigkeit ist ja hier in dem Song auch nicht drin. Er singt zwar super viel und sehr schön, aber er hat ja nicht diese, sage ich mal, was man im Mainstream immer sehr gerne macht, gerade im Verse, dass der super monoton eigentlich ist, fast nur eine Tonlage bedient wird, immer wieder mal. Und diese Wiederholungen immer, ne? Wiederholungen, aber auch nur selbst in dieser einen geraden Melodie vielleicht nur kleine Tonsprünge nur, also kleine Intervallsprünge, die nur gemacht werden. Also... Ja, und dann auf jeden Fall ein Refrain, der super, super eingängig ist, auch immer schön wiederholen und so weiter. Die Melodien alle gleich. Ja, sowas. Das ist hier halt nicht bedient. Also es ist hier sehr musikalisch, deswegen wird das niemals im Mainstream ankommen. Sowas ist einfach so. Leider Gottes. Weil wenn ich selber Musik machen würde, nur für mich, also wenn ich Musik machen würde, nur für mich, sagen wir es mal so, weil ich mache ja Musik, aber nur für mich machen würde, dann würde es auch in so eine Richtung gehen. Das ist so genau das Ding. Aber da weiß man auch genau, dass es nicht so viele Leute erreichen wird, wie wenn man vielleicht ein bisschen was anderes macht. Und da muss man, denke ich, immer so als Artist auch so ein bisschen die Balance für sich finden. Aber ich glaube, Dean hat das ganz gut im Griff. Da muss ich mir sowieso überhaupt keine Sorgen machen. So, wie findest du den Song? Ich finde, habe ich schon gesagt, ich finde den super. Wir können direkt die nächsten machen. So. Also, ich glaube, nächste Woche habe ich schon, oder übernächste Woche spätestens Dayfly geplant. Mal gucken, ob es da noch drankommt. Wir dürfen ja nicht immer zu oft dieselben Künstler, weil sonst kriegen wir mal auf den Deckel. 2 Wochen. Okay, aber mega, das war, Instagram war ja auch schon so geil. Und dann hatten wir Dean mit, was war, Zico oder? Ja. Was, Dean und Zico? Ja, und Grey? Ja. Ich glaube, die 3 zusammen. Das aber war der ja Song, auch Hammer. Der Song war aber von Zico, oder nicht? Ja. Ja, und Feature war Dean und Grey. Ja. Der war krass. Der war richtig krass. Leute, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren, denn ja, dann verpasst ihr die ganzen Videos nicht. Direkt auch Glöckchen an, dann bekommt ihr Push-Benachrichtigungen auf eure Endgeräte, wo ihr das abonniert habt, zum Beispiel auf dem Handy. Das ist sehr, sehr cool. Dann seht ihr auch direkt einen Titel und wisst sofort Bescheid, ob ihr das Video jetzt sehen möchtet, könnt, wollt oder auch nicht. Ihr wollt doch hoffentlich sowieso jedes Video sehen. Das noch dazu, denn bei jedem Video, auch von anderen Genres und anderen Weltgebieten, kann man immer was dazu lernen. Oder ihr findet vielleicht sogar einen Interpreten, eine Band, eine Group, die ihr noch nicht kanntet und die ihr vielleicht mega cool findet, indem ihr einfach mal in was Neues und anderes auch reinguckt. Ja, das gab es tatsächlich auch schon. Da bekomme ich auch immer wieder Kommentare, dass die Leute sagen, boah, den kannte ich gar nicht, die kannte ich gar nicht oder fand ich bisher doof oder so, gab es auch. Und jetzt den Song fand ich mega geil und so weiter. Also ich finde es immer ganz gut, wenn die Leute so ein bisschen weltoffen sind und gerade auch hier in der Community möchte ich, dass alle so ein bisschen sich da austauschen und für alles ein Gehör irgendwie haben. Ob man das jetzt privat dann ständig auf der Anlage hören muss oder pumpen muss, das ist was anderes. Aber ich finde, man kann überall was abgewinnen, da von jedem Genre und jeder Kultur und jedem Platz auf der Welt irgendwas für sich auch mitnehmen, ohne zu verurteilen. Ganz einfach. So, ich hoffe, wie gesagt, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann und die Push-Benachrichtigungen und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Wie gesagt, ihr Make-up könnt ihr da dann komplett sehen, wie sie es gemacht hat und nachmalen in
eurem Gesicht. In 3D. In 3D. Oder an der Wand oder an eurem Haustier ausprobieren. Butch. Danke, tschüss.